Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Hallo ihr Lieben, wir schauen uns an die Energien, die Kollektiven zum Vollmond. Welche Botschaft darf ich dem Kollektiv weitergeben? Was soll ich übermitteln? Was bringt der Vollmond für Themen mit? Ja, hier kommen ein bisschen Umstände von außen, die uns in Bewegung bringen. Nachrichten, Kommunikation. Möglicherweise kommt es auch darauf an, was wir kommunizieren und wie werden wir wahrgenommen. Wo müssen wir uns mehr zeigen? Hier haben wir das langfristige Überwinden von Hindernissen des Außens. Lebensthemen aller Art, Wachstumsthemen, Vitalität. Möglicherweise ist hier das Außen auch sehr ermüdend um die Zeit. Ja, es geht irgendwie darum, aus dem Nebel rauszutreten, sich Klarheit verschaffen. Möglicherweise ist es so, dass wir hier in der Vergangenheit schon ein Thema hatten, das sich jetzt wieder meldet. Es geht um eine Tür, die wir in der Vergangenheit schon geöffnet haben. Möglicherweise auch um eine Energie, die sich nicht auf lange Zeit ausgezahlt hat oder dann wieder mit blockierenden Thematiken. Die Irrungen und Wirrungen des Lebens. Hier geht es um einen klärenden Prozess auf seiner Lebensreise. Ne? Hier haben wir vom Außen sehr viel Impulse, die uns dazu bringen, in irgendeiner Art und Weise in einen bestimmten Flow zu bringen, Herzensangelegenheiten zu klären, Hindernisse, die sich auf das Liebesleben auswirken, auf den natürlichen Flow. Ja, sehr schöne Energie hier. Nach dieser Klärung, die wir hier haben, kommen wir hier mit den Blumen und dem Haus in einem schön beständigen Fundament an. Ne? Es gibt eventuell viele offene Baustellen, Hindernisse, die schon längere Zeit auch bestehen. Der Baum steht für mich auch immer für Themen, die lange bestehen und wachsen und vor sich hin gedeihen. Kann natürlich auch eine ungesunde Situation sein. Und man spürt jetzt so langsam diesen Drang, aus dem Hindernis ins Fahrwasser wiederzukommen. Hier haben wir die Geschenke, die Stabilität, etwas, was uns zufällt für die längere Zeit. Hier unten haben wir das Seelenleben. Es kann hier sein, dass wir eine ungute Situation beenden, wieder in unser Bötchen einsteigen und versuchen, diese neue Tür der Vergangenheit, die wir geöffnet haben, auch da sein zu lassen. Ne? Hier ist jemand irgendwie einen Schritt gegangen, der ihn nicht weitergebracht hat oder aber auch in eine Verstrickung rein. Wiederholungen, Lebensblockaden sozusagen. Also das hier ist eine Sache,
die ist über einen langen Zeitraum gedeiht und die braucht ein Fundament und die braucht einen anderen Grund, ne? Einen anderen Untergrund, um wieder ins Wachstum zu kommen. Um sowas geht es hier. Es kann ja auch sein, dass man sich über die längere Zeit hier ein anderes Umfeld erschafft. Und man guckt, für wen oder was öffnet man die Tür. Und wo sind die Grundlagen, die wir so brauchen. Und wir haben hier den Glauben, dass wir die Dinge umsetzen können. Und den Kompromiss, der hier liegt, den wir finden und machen können. In irgendeinem Bereich müssen wir uns hier auch durchsetzen, ne? Damit wir zu unserer Gerechtigkeit kommen. Nichtsdestotrotz, der Kompromiss ist eine Situation, da sind alle mit zufrieden. Da macht man selber auch, man legt nichts drauf. Ja? Ich glaube, um das geht es auch. Wo muss ich so einen großen Spagat machen, dass ich alles, was von außen kommt, auf mich wirkt, mittragen muss? Und wo muss ich mir Situationen erschaffen, die ich auch mittragen kann? So, dass es mir passt. Ne? Man macht oft Spagate, die sollte man eigentlich bleiben lassen. Weil sie einen erschöpfen oder weil man innerlich eher denkt, nein. Eine große Phase des spirituellen Wachstums und hier auch damit verbunden, das Ende einer Ära irgendwo herbeizuführen. Ne? Wachstum haben wir hier, die Seele, die Psyche, die mit einem spricht, die Hindernisse, die sich immer wieder zeigen. Es geht hier unter anderem auch darum, mit dem Ende einer Ära einen Kompromiss zu finden, wie man eine ungesunde Situation bleiben lassen kann, in der man stagniert und einem im Prinzip auch gar nicht weiterkommt, für sich. Also man steht hier für sich ein und seinen Weg und seine Prozesse. Wir treten hier auch aus dem Nebel raus. Ne? Das sind so Momente, wo man einfach spürt, hier hat sich ein Sammelsurium von vielen Unklarheiten angesammelt und ich bin jetzt irgendwie bereit, mich Stück für Stück wieder auf einen geraderen Weg für mich zu setzen und auch daran zu manifestieren, dass ich das langfristig schaffe. Ne? Langfristigkeit spielt hier eine große Rolle. Das kann etwas sein, was immer so war und plötzlich nicht mehr funktioniert. Wenn etwas plötzlich nicht mehr funktioniert, ist natürlich auch die Frage offen. Ne? Beispielsweise, du gehst immer arbeiten, du gehst jetzt nicht mehr arbeiten. Wo kriegst du deinen Untergrund her? Wie finanzierst du dein Leben? Wie ja, getragen bist du auf dieser Welt, wenn sich plötzlich alles ändert? Ja, das passt ganz gut. Wir haben hier den freien Fall. Es ist etwas, wir haben ja hier das spirituelle Wachstum, ein Ereignis, das jenseits der Logik ist und es passiert trotzdem. Sachen, die wir jetzt noch nicht begreifen, deshalb liegt ja auch der Nebel. Und irgendwelche Zusammenhänge, die wir tatsächlich erst nach einer bestimmten Zeitspanne wieder verstehen. Tiefgreifende Ereignisse sind das war mir hier schon klar. Das ist nichts, was so im Leben nebenher läuft, sondern es fühlt sich dann tatsächlich an, als man dann es erst greifen kann, wenn es zu Ende ist. Und das haben wir hier die Auflösung. Ne? Okay, ihr Lieben, wir nehmen noch ein Vögelchen. Der Bienenfresser, ein seltener Gast in meinen Legungen.
Ich verhelfe dir zu mehr Freude, Gemeinschaft und Vertrauen. Wunder kommen jetzt zu dir, nimm sie wahr. Sie sind da. Entspanne dich, das Leben trägt dich. Das kann hier eine Herausforderung sein, ne? Wenn sich Dinge so verändern, dass sie ab da nicht mehr funktionieren, ist von Entspannung meistens keine Rede, sondern dann fällt alles irgendwie zusammen. Es gibt viel, was man neu organisieren muss. Und da ist es eben nicht so leicht, sich fallen zu lassen. Aber ich glaube, dieses Pendant ist auch der Kompromiss, ne, den wir hier haben. Guckt mal. Hier haben wir das Haus und die Blumen, wenn wir hier rauskommen, am Ende dieser Legung. Hier haben wir die Unterstützung, den Joker und den Glücksfall. Das heißt, auch wenn die Zeit jetzt noch im Klärungsmodus ist, haben wir hier eine Möglichkeit, die wir vielleicht noch übersehen haben. Wir haben am Ende den guten Ausgang und wir haben Unterstützung. Wir müssen da nicht alleine durch. Ich wünsche euch eine schöne Vollmondphase. Ich drücke euch bis bald.